jetzt schon sagen, ist es in Ordnung? Wir freuen uns, dass wir hier zusammen sind. Ich möchte gerne, dass würdet ihr mir bitte helfen, einfach unser gesamtes Team, der gerade hier auf der Bühne gestanden ist und alle da hinten, einfach da zusammen, dass sie uns zusammen unser gesamtes Team, nennen Sie unser Dream Team, unser Traumteam und ein paar hundert Leute haben eben sich eingesetzt und ihre Zeit investiert in die letzten Wochen, also nicht nur diejenigen, die hier auf der Bühne gestanden sind, nicht nur meine süße Tochter, die hier auf war sie nicht süß, also diejenigen, okay, wer weiß es, wer meine Tochter war, das ist so gut. Wir sind so dankbar für ein starkes Team. Sag der Person neben dir, weil ich spüre hier in diese 14 Uhr Gottesdienst, also alle haben so vielleicht also die letzten paar Stunden eben gehetzt und versucht, also überhaupt also hier hinzukommen. Also ich möchte euch helfen. Sag zu der Person neben dir, gib sie ein Kompliment, so wie du siehst schön aus. Sowas in diese Richtung. Dreh dich und sag es einfach zu deiner Nachbar jetzt gerade. Manchmal wir brauchen ein bisschen Hilfe. Nicht, dass wir neben Fremden sitzen die ganze Zeit, den ganzen Gottesdienst. Wir haben einander noch nicht begrüßt. Ja, das fühlt sich gut an, nicht wahr? Okay, keine Antwort. Ist in Ordnung. Team, ihr könnt auch jetzt schon die Dinge verteilen. Also einfach damit ihr wisst, unser Team, sie verteilen jetzt Knicklichter. Jeder sollte ein Knicklicht bekommen. Wenn du nicht weißt, was ein Knicklicht ist, bitte noch nicht knicken, das, was du bekommst. Weil es wird leuchten und wir wollen, dass diese Knicklichter ungeknickt, also bis zum Ende dieses Gottesdienstes, also ungeknickt bleiben. Und so bitte haltet sie ungeknickt bis am Ende dieses Gottesdienstes und ihr werdet dann Anweisungen bekommen. Okay? Und jeder sollte eins bekommen. Und so wie sie jetzt am Verteilen sind, ich würde hier gleich loslegen. Ich fange hier an in Matthäus Evangelium, Kapitel 1. Matthäus Evangelium, Kapitel 1. Und ich lese hier einen Abschnitt, wo ein Engel kommt und besucht Josef, der Vater von Jesus, in einem Traum. Okay, so das ist dieser Zusammenhang. Und so ich fange hier mit Vers 19 an. Und hier lesen wir, Josef, Marias Verlobter, war ein aufrechter Mann, um sie nicht der öffentlichen Schande, die Maria, nicht die öffentliche Schande preiszugeben. Was für eine Schande. Ich erzähle es hier gleich. Beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Wir müssen uns vorstellen, die Maria, sie wurde schwanger, aber es war nicht Josef, der sie schwanger gemacht hat. Also es war nicht Josef, sein Kind. Okay, also sie war schwanger, es waren Zeiten, wo es war wirklich eine Schande, wo sie noch nicht verheiratet war. Und so, es war gang und gäbe, dass eben die ganzen Familien, beide Familienparteien, also würden quasi verachtet von der ganzen Gesellschaft. Und so, er dachte unauffällig, er würde diese Verlobung abbrechen. Und jetzt in Vers 20, während er noch darüber nachdachte, was diese Verlobung abzubrechen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sehr wichtig, prophetisch vorausgesagt, dass ein Messias würde von diesem Stamm Davids kommen, sagte der Engel, zögerte nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und einige denken jetzt gerade in diesem Augenblick, wie in aller Welt, also was in aller Welt. Jetzt habe ich jetzt gerade den Pfad verloren, sozusagen. Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, das heißt Herr, unser Retter. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Ich habe all das gelesen, um auf diesen Vers zu kommen. Sie wird einen Sohn gebären und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist in uns. Die letzten Wochen bei uns in dieser Kirche in offener Tür, also wir reden über die Essenz von Weihnachten
Und diese Aussage, gerade hier, die Essenz von Weihnachten, Gott selbst, das ist die Essenz von Weihnachten. Gott selbst kam und zeigte uns wahre Liebe. Das ist genau das, was wir feiern. Und die Geschäfte haben immer noch offen, jetzt gerade ist es nicht nächste Gegend, aber viele Menschen sind jetzt gerade unterwegs und Weihnachten kommt. Alle hetzen diese Jahreszeit durch und dann ist es wieder vorbei, der Baum ist wieder weg und keine, vielleicht in deiner Nachbarschaft, bis auf vielleicht ein paar, die hier sitzen, wie auch immer, haben es richtig kapiert, worum es wirklich geht bei Weihnachten, die Essenz von Weihnachten. Gott selbst kam. Und vielleicht sitzt ein oder den anderen hier und du denkst, ja, das glaube ich nicht. Aber irgendwann müssen wir zu dem Schluss kommen, also irgendwann muss es Wahrheit geben. Und ich hänge mich an diese Wahrheit und ich schenke diese Wahrheit Glauben. Und dann schauen wir, was in unserem Leben passiert. Die Essenz von Weihnachten. Mein Titel hier für diese Kurzpredigt hier am Heiligabend 2019 ist die Essenz wahre Liebe. Die Essenz wahre Liebe. Und das lesen wir hier in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Das ist ein Klassiker unter den Bibelstellen. Und hier heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ja, auch dich hat er geliebt. Sogar deine Schwiegermutter hat er geliebt. Du denkst, oh Mann, ich werde viel Zeit in den nächsten paar Tagen mit meiner Schwiegermutter verbringen. Sogar deine Schwiegermutter hat er geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, sagen wir zusammen, jeder, es waren nicht alle, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die Essenz von Weihnachten. Ich genieße die Weihnachtszeit. Ich liebe es. Jedes Jahr, also schon eigentlich Ende November geht es los bei uns in der Wil Williford-Familie. Wir haben eine neue Spotify-Playlist. Ihr könnt uns folgen auf Spotify. Und das ist die beste Playlist. Also, wurde eigentlich benotet, quer durch die ganze Wil Williford-Familie. Weihnachten-Playlist. Und ich genieße sehr die Weihnachtszeit. Die vielen Lichter, die überall zu sehen sind, die Weihnachtsmärkte, wer ist schon mal auf einem Weihnachtsmarkt, also schon mal so dieses Jahr auf einem Weihnachtsmarkt gewesen. Ich genieße sogar ein bisschen Glühwein. Jawohl. Ich liebe Weihnachten und ich liebe, dass jetzt zur Zeit überall Schnee liegt. Ich liebe das. Meine Güte. Aber Weihnachten, das ist eine sehr prägnante Aussage hier. Weihnachten ist nicht nur ein Feiertag. Weihnachten ist eine Rettungsmission. Und das müssen wir verstehen. Es ist nicht nur ein schöner Feiertag, was Menschen sich ausgedacht haben, natürlich kommerziell und Marktwirtschaft und so weiter. Sie haben das natürlich hochgepusht und. Aber tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Weihnachten, das, was wir feiern eine Rettungsmission, was stattgefunden hat. Und ob wir es gerne zugeben oder nicht, Fakt ist, jeder hat Bedarf an Rettung. Was? Ich? Wovon? Wovon muss ich gerettet werden, sagt vielleicht der eine. Rettung von? Ja, meine Schwiegermutter. Deine und meine. Wir nennen es, was es ist, Sünde. Deine und meine Sünde. Jeder hat Bedarf an Rettung. Ich habe eine Geschichte gehört. Eine Geschichte von einer Junge. Er ist 15 Jahre alt gewesen. Eine extrem gut aussehende junge Kerl. Dunkellockige Haare. Seine große Schwester, sie ist 2 Jahre älter als er gewesen und hat ein paar Bier mit nach Hause genommen. Die Eltern waren nicht zu Hause. Und so die Schwester, sie war schon, also sie hat ihn geraucht. Sie hat diesen zwei Bier mit nach Hause genommen und sie wollte diesen 2 Bier mit dem Bruder teilen und ihr müsst euch vorstellen, das spielt sich in den USA ab und dort darf man eigentlich erst mit 21 Alkohol trinken und es war Sommer, die 2 wollten im Freibad gleich die Straße hoch schwimmen gehen, so sie haben schnell die Biere ins Gefrierschrank reingetan, damit sie kalt werden. Und dann ganz schnell die Badeanzüge angezogen und dann los. Mit dem Auto, die Straße hoch
zum Freibad. Sie waren beide im Swimmingpool, die waren schon im Swimmingpool, bevor sie merkten, das Bier haben sie vergessen. Im Gefrierfach. Was passiert, also wenn die Eltern nach Hause kommen und eben Bier wurde geplatzt, also im Gefrierfach und so dieser clevere, übrigens sehr gut aussehende junge Kerl, 15-jährige Kerl, kam auf die Idee, er steigt schnell in das Auto seiner Schwester und er würde ganz schnell die Straße hoch wieder nach Hause fahren und diese zwei Bier aus dem Gefrierschrank retten und so. Er war selber auf dieser Rettungsmission und bis er nach Hause gekommen ist, er hat die Biere gerettet und wieder ins Auto und er dachte, Plan, alles lief gut, bis er um die Kurve gefahren ist und seine Mama fuhr ihm entgegen. Diese sehr gut aussehende junge Kerl, 15 Jahre alt, dachte ganz schnell, blitzschnell, er könnte sich verstecken hinter dem Lenkrad. Und so, er fuhr weiter, so, dass die Mama ihn hoffentlich nicht sieht, dass er es war und nicht seine Schwester. Das war eben seine Schwester, das Auto. Und dann konnte er, sobald er um die Kurve war, er war aus dieser Sichtweite von der Mama, ihr Auto, er konnte ganz schnell die Bierdosen aus dem Fenster werfen. Alles hat geklappt. Er meinte, er konnte die Mama täuschen, dass er es nicht war, der das Auto fuhr. Als er zum Schwimmbad ankam, parkte er schnell das Auto, stieg aus und sprang ins Wasser. Aber was meint ihr? Haben wir ein paar Mamas unter uns? Gibt es ein paar Mamas unter uns? Jede gute Mama hat irgendwie eine Intuition, nicht wahr? Höre ich ein Amen von den Mamas da draußen? Keine Amen. 10 Sekunden nachdem diese sehr gut aussehende junge 15-Jährige ins Freibad gesprungen ist, kam die Mama an. Und ich meine, dieser junge Kerl wurde erwischt. Wisst ihr was? Das ist eigentlich, diese Geschichte ist relativ harmlos, also vielleicht gegenüber das was du denkst jetzt gerade vielleicht an Geschichten aus deinem Leben. Und du denkst, relativ harmlos. Ja, ein paar Bier und eben du bist mit 15 Auto gefahren und es ist relativ harmlos. Also du weißt gar nicht, was ich gemacht habe. Aber wisst ihr was, es ist wirklich egal. Eine einzige Sünde trennt dich von Gott. Auch wenn du denkst, Mann, ich bin eine ganz schlechte Person und natürlich, du schaust auf deine Vergangenheit. Aber egal wie schlecht du denkst, du bist, die schlimmste Sünde, die es gibt, muss dich nicht abhalten, zu Gott zu kommen. Und das muss jeder Mensch hören. Egal wie gut du denkst, du bist, eine einzige Sünde trennt dich von Gott. Und egal wie schlecht du denkst, du bist, keine einzige Sünde muss dich davon abhalten, zu Gott zu kommen. Denn Gott, er ist dir nicht böse. Wir lesen hier ein Vers bei Johannes Kapitel 3, Vers 17. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn, was? Zu retten. Und das ist das, was wir heute feiern. Er kam um uns. Wir sind Sünder. Und er kam, um uns zu retten. Und ich möchte, dass jeder hier weiß, Gott ist dir nicht böse. Gott, sein Sohn, Jesus, weil er in dich verliebt ist, selbst während diese ganze Welt, du und ich, in unsere Sünden steckten, war es Gottes unveränderlicher Plan, uns wieder in eine liebende Beziehung wieder zu ihm zu locken. In Epheser Kapitel 1, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören. Er wollte, dass jeder Mensch zu ihm gehört und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, seine Rettungsmission.
Und so gefiel es ihm. Gott sah nicht passiv aus der Ferne zu, wie wir hoffnungslos weiterlebten, gebunden durch unsere Sünde. Das hat er nicht getan. Ich schließe mit folgender Geschichte. Das ist eine ernsthafte Geschichte. Und zwar, ich hörte diese Geschichte von einem Ehemann, einer Ehefrau, und es lief überhaupt nicht gut in ihrer Ehe. Das kann vielleicht einige hier beschreiben heute. Aber die Ehefrau war einem sehr, sehr einen Tiefpunkt angelangt und sie musste einfach weg. Sie musste einfach weg. Und etwa einen Monat vor Weihnachten ist sie spurlos verschwunden. Sie hinterließ also nur eine Notiz, der besagte, dass sie genug hatte und sie müsste weg. Mehr nicht. Der Ehemann, er versuchte krampfhaft die nächsten paar Wochen, könnt ihr euch nur vorstellen, versuchte krampfhaft sie anzurufen. Er dachte, bestimmt hat sie wenigstens Handy mitgenommen und dann, wo er Texte geschrieben hat, er hat gemerkt, dass sie angekommen sind und so, er hat versucht, sie anzurufen, er hinterließ also Sprachnachrichten, SMS schreiben. Ich liebe dich, komm bitte nach Hause. Wir wollen, dass du nach Hause kommst. Sie haben 3 Kinder gehabt. Komm bitte nach Hause, wir lieben dich. Und er schrieb sie, hunderte von SMS und Anrufe. Ab und zu hat sie einfach ganz kurz geantwortet. Mir geht's gut. Aber das war's. Schließlich war der Ehemann so verzweifelt, dass er einen Privatdetektiv anheuerte, der bei der Suche helfen konnte. Ein paar Tage vor Weihnachten, der Ermittler konnte verfolgen, woher diese paar Textnachrichten, was sie geschrieben hat, kamen. Und er fand eine zuverlässige Adresse, wo die Frau ist. Der Mann sammelte sofort alle 3 Kinder in das Auto und es war Heiligabend und er fuhr hin, gab diese Adresse ins Navi rein und es war in Hamburg und er fuhr hin und es war spät in der Nacht am Heiligabend, als er mit seinen 3 Kindern ankam und als die Frau in eine heruntergekommene, schreckliche Billighotel, in eine schreckliche Viertel von Hamburg, als sie auf den Boden starrte, spät Heiligabend, es klopfte an die Tür und es war der Ehemann und 3 Kinder und sie hat nicht gleich geantwortet, sie wusste nicht, wer das war, sie stand auf, etwas fester geklopft und sie guckte durch diese kleine Loch in die Tür und sah sofort ihr Ehemann und 3 Kinder. Sie konnte nicht schnell genug diese Tür aufmachen. Sie machte schnell die Tür auf und sie ging sofort auf ihre 3 wunderschöne Kinder zu und umarmte sie, küsste der Ehemann. Und sie konnte nicht schnell genug ihre Sachen packen. Und innerhalb von Minuten verließen sie das Hotel und fuhren alle zusammen nach Hause. Sie verbrachten Weihnachten zusammen. Weihnachten verging. Ein paar Wochen später, der Baum wurde schon rausgetragen. Bevor der Ehemann eine Frage gestellt hat, was ihn diese letzten paar Wochen beschäftigt hat. Warum? Stellte seine Ehefrau diese Frage. Warum? Warum jetzt? Warum bist du sofort nach Hause gekommen? Ich habe dir Dutzende von SMS geschickt. Ich habe versucht anzurufen. Ich habe die Nachrichten hinterlassen. Warum hast du so selten geantwortet? Was hat dich jetzt dazu gebracht, nach Hause zu kommen? Ich habe dir gesagt, dass ich dich so sehr liebe. Ich habe dich angefleht, nach Hause zu kommen. Dir gesagt, wie sehr wir dich vermissen. Und die Frau schaute den Ehemann an und sie antwortete. Es waren nur Worte, bis du kamst. Es waren nur Worte, bis du kamst. Gott sandte vor 2000 Jahren die Antwort auf. Er unternahm eine Rettungsmission und doch hunderte von Jahren davor, tausende von Jahren davor, durch die Propheten, hat er schon angekündigt, dass er uns liebt. Er hat Engel benutzt, er hat sein Wort benutzt, quer durch den ganzen Alten Testament. Die Propheten haben gesagt, dass Gott die Menschen liebt.
bis vor 2000 Jahren in ein kleines Städtchen namens Bethlehem. Diese Worte haben auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Gott selbst kam auf Rettungsmission für dich und für mich. Er kam, um das zu retten, was verloren war. Von deiner Sünde gerettet zu werden, ob groß oder klein. Das ist das, was er möchte. Wenn wir ihn einladen, hineinzukommen und in unserem Leben zu leben, er gibt uns Frieden. Und ich schließe ab mit diesen 3 Punkten hier, die Essenz von Weihnachten. Wir bekommen Frieden mit Gott, wenn wir ihn einladen. Hier ist ausschlaggebend, wir müssen ihn einladen. Wir müssen, er steht an der Tür und er klopft an. Und wir müssen aufstehen, müssen die Tür auf, damit wir Frieden mit Gott erfahren können. Geistliche Frieden. Das ist das, was wir bei ihm erfahren. Und dann geht es weiter. So wie wir Frieden mit Gott haben, erst dann können viele Menschen, sie haben keinen Frieden mit sich selbst. Und sie sind so sehr beschäftigt mit dies, das und jenes Bereich von ihrer Vergangenheit und von aktuellen Situationen und. Sie haben keinen Frieden mit sich selbst. Aber erst, wenn du Frieden mit Gott hast, wirst du Frieden mit selbst sein. Und dann, es geht dann weiter. Frieden mit anderen. Das ist diese Art Beziehungsfrieden, die wir genießen können. Aber viele haben keinen Frieden in ihrer Beziehung, weil sie keinen Frieden mit Gott haben und keinen Frieden mit sich selbst haben. Und es ist unmöglich, Frieden mit anderen zu haben. Und so es ist diese Steigerung. Und das ist die Essenz von Weihnachten. Gott bietet es uns an. Und er lädt uns ein. Und er sagt alles, was wir hier tun müssen. Römer Kapitel 10. Er sagt, wenn du also mit dem Mund bekennst, das ist sein Weg. Kein Mensch hat es erfunden. Er sagt, das ist alles, was du tun musst. Du musst bekennen mit dem Mund, dass Jesus der Herr ist. Und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und somit wirst du gerettet werden. Und das ist die Essenz von Weihnachten. Er starb, dieser Baby wurde ein 33-jähriger Mann. Er starb an einem Kreuz, eine schreckliche Tod für dich wegen deiner Sünde. Was dich übrigens von Gott getrennt hat. Mich von Gott getrennt haben. Und er sagt, ich lade dich ein. Lass uns jetzt beten. Wir schließen die Augen. Vater in Jesu Namen, Gott, ich danke dir für die Möglichkeit, Weihnachten zusammen zu feiern. Und Gott, jetzt in Jesu Namen, Gott, ich bete für jeden hier in diesem Saal, in diesem Gottesdienst hier, am Heiligabend, am Nachmittag, Gott, ich bete, dass jeder, der jetzt hier sitzt, Gott, ein offenes Herz hat. Wir haben dafür gebetet, Gott. Wir wollen, dass keiner von hier weggeht, Gott, ohne die Gewissheit haben zu können, dass sie Frieden mit Gott haben können. Aber du pflanzt von uns eine Entscheidung. Und doch einerseits ist es so eine einfache Sache. Wir glauben in unserem Herzen. Auch wo wir nicht alles verstehen. Wie können wir eine Jungfraugeburt verstehen? Das ist nichts, was ein Mensch verstehen kann. Aber du bist Gott, du bist übernatürlich. Und so Gott, ich danke dir, wir müssen nicht alles verstehen. Wir glauben und wir nehmen an. Und wir akzeptieren das, was du für uns getan hast. Wir nehmen den Anspruch. Und so Gott, ich danke dir, jetzt in diesem Augenblick, Entscheidungen werden getroffen. Frieden mit Gott in Anspruch zu nehmen, jetzt in diesem Augenblick. Dort, wo du bist. Ich möchte, das machen wir bei jedem Gottesdienst, ich möchte Menschen helfen, diese Glauben zum Ausdruck zu bringen. Wir haben jetzt gerade gehört, wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, wenn wir im Herzen glauben, so werden wir gerettet. Also ich möchte Menschen helfen. Vielleicht hast du es nicht vorgehabt, irgendwelche Entscheidungen zu treffen heute in einem Gottesdienst. Aber jetzt stehst du vor diesem Wahl und ich möchte dir helfen. Für diese Entscheidung. Du sagst, ja, ich bin gemeint. Würdest du bitte mit mir beten? Würdest du bitte für mich beten? Und dort, wo du bist, mit aller Augen zu, keine Scham. Ich will nur wissen, als Pastor eben, welche hier gemeint sind. Würdest du ganz kurz einfach signalisieren mit der oberen Hand. Ich bin gemeint. Würdest du jetzt bitte für mich beten? Ja, ist okay. Ich sehe Hand. Ja, großartig. Großartig. Noch eine Hand. Großartig. Ganz kurz. Hand hoch, was wir einfach mit Gewissen können. Sieh, welche gemeint sind. Noch eine Hand. Großartig.
So gut, so gut. Kannst wieder runter machen. Ja, ich habe es gesehen. Super. Lass uns jetzt zusammen beten. Wisst ihr was? Wir machen es so. Ich bete ein Gebet vor. Und hier als gesamte Gemeinde hier zusammen. Diejenigen, die den Hand gestreckt haben, jeder andere, wir beten hier gemeinsam, laut hier vor dem Herrn zusammen. Ich bete ein Gebet vor. Ihr betet mir nach. Und so wie wir dieses Gebet im Glauben vor Gott aussprechen, wir glauben für Errettung jetzt in diesem Augenblick. Wir beten hier zusammen. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche Rettung. Ich brauche dich, Jesus Christus. Ich danke dir, dass du alles getan hast, was notwendig war, durch dein Kreuzestod für mich zu sterben. Hast du alles getan, was notwendig war. Ich gebe dir mein Leben, Gott. Mach aus meinem Leben, was du willst. Führe du mich. Ich danke dir, Gott, dass ab heute bin ich dein Kind. Ich lebe für dich. Ich will von dir geführt sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.